So, kann losgehen jetzt, ne? Glaube ich, bevor es dunkel wird. Ah, aber in Masken, eigentlich brauche ich sie ja gar nicht mehr. Naja, lange ist es ja wohl nicht mehr. Ist ja gleich dunkel. Da muss ich erstmal rum. Ich muss erstmal hier raus. Ja, das kann jetzt dauern hier. Eine ganze Menge Verkehr. Wo kommen die denn alle her? Ja, war nichts mit Toulouse. Ah, jetzt kommt erst die Benachrichtigung. Kann ja auch noch keiner da sein. Gibt's denn hier keine andere Möglichkeit raus? Oh nee. Ja, wahrscheinlich doofe Zeit jetzt. Nun stehen wir morgen noch hier und ihr habt nichts gesehen. Ja, er biegt hier ab, aber das nutzt mir nichts. Na nun komm, bevor von der anderen Seite wieder einer kommt. Erstmal auf die Autobahn. Oh, da oben, seht ihr das? Das tolle Schloss da. A29, das ist richtig. Die bin ich auch hergekommen. Calais ist im Moment die richtige. Wir wollen zwar nicht nach Calais, aber was anderes ist hier noch nicht ausgeschildert. Hab vielleicht schon an den Schildern gesehen, ich bin in Le Havre, in der Normandie. Im Moment noch nicht so pralles Netz.
So, jetzt bleiben wir erstmal auf der A29. Und jetzt muss ich im Grunde genommen, also ja, eine Stunde muss ich fahren. Dann kann ich Pause oder Feierabend machen. Aber guckt mal da, ja, die Küste soll ja auch ganz toll sein. Eine Steilküste, so ähnlich wie in Dover. Calais ist richtig. Hallo Björn, ich grüße dich. Ich hoffe, du bist noch nicht allzu lange da zu sehen. Ja, wir sind in der Normandie und fahren jetzt ein wenig durch die Normandie. Und das dürfte Premiere sein. Das hatten wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Ja, aber schlechtes Netz, also auf der Hinfahrt sah das eigentlich alles relativ gut aus. Naja, dann habe ich jetzt wahrscheinlich wieder ganz fürchterlichen Versatz. Aber warten wir mal, wie sich das so entwickelt. Le Havre ist eine relativ große Stadt. Verstehe ich das überhaupt nicht, dass die so schlechtes Netz haben. Oh, Björn, 12 Monate in Folge. Herzlichen Dank für deinen Resub. Ja, ich sag ja, ich habe treue Zuschauer. Ja, ich habe ganz schön Versatz jetzt. Also ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Also wird das denn jetzt hier was? Versucht mich einer zu überholen. Ja, ich habe wieder Überbreite. Ich muss jetzt rechtslastig fahren, also muss ich das ausschalten. Das war vorhin ein Ausblick hier. Ja, dann kommt der Berg nicht hoch. Ja, da waren wir noch nicht. Hm? Was Neues. Zwei Holzkisten drauf, die wiegen nicht viel, aber groß sind sie. Ah, da kommt die Katze. Ja, dauert alles ein bisschen länger, aber mittlerweile hat sich das wohl noch ein bisschen gefangen. Es ist schon ein bisschen besser geworden. Ja, ja, ich bin schon über 1,5 Jahre am Streamen. Im Mai, am 7. Mai sind es 2 Jahre. Das ist also nur noch ein halbes Jahr hin. Ja, na gut, ich bin wohl weg, habe ich so den Eindruck. Muss ich wohl neu starten, wenn er dann mal wiederkommt. Also wenn das so weitergeht, dann
produziere ich nur noch für YouTube. Twitch kriegt das gar keiner richtig mit, weil ich immer Versatz habe. Ah, jetzt wird er besser. Wäre jetzt vielleicht eine gute Chance, neu zu starten, aber ja, sollte ich das tun? Oh, heute mal ausnahmsweise mal schönes Wetter. Und die Navis sind sich alle einig. Naja gut, da gibt es eigentlich auch nur diese eine Strecke. Und es ist sogar relativ, naja, im einstelligen Bereich, 7 Grad, aber in der Sonne eben, da kam mir das nicht richtig warm vor. So, eine Mautstation. Und naja gut, ich habe zwar Überbreite, aber nicht ganz so schlimm. 2,65 Meter. Aber der größte Teil steht zur linken Seite raus, also musste ich doch die Verbreiterungsschilder anmachen. Muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder dasselbe mache wie in Paris. Da rechts komme ich auf die Ausfahrt. Ein leichter Versatz ist gut. Also ganz schön schon der Versatz. Ja, hier an dieser Mautstation habe ich vorhin, als ich hergekommen bin, das ist ja nun schon eine ganze Weile her, das Laden hat ziemlich lange gedauert. Da hatte wohl irgendjemand Probleme und dann stand ich da und es passierte nichts. Ja, hätte ich jetzt eine von den rechten Spuren genommen, dann wäre ich nicht wieder auf die Autobahn gekommen. Ja, doch, wäre ich schon. Dann hätte ich rausfahren müssen, zum Kreisel, wieder zurück. Und dann hätte ich hier auch wieder raufkommen können. Aber tut ja nicht Not. Leichter Versatz, sagt er. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Wir fahren jetzt erstmal eine ganze Zeit lang bis in Richtung Calais. Biegen dann aber ab in Richtung, ja, wie wird das ausgeschildert sein? Mont? Keine Ahnung. Auf alle Fälle fahren wir die ganze Zeit auf der A29, bis wir zur A1 kommen. Die Verbindung von Paris nach Brüssel, muss man sagen, die wir auch schon so oft gefahren sind. Aber die fahren wir heute nicht mehr. Ich mache in Frankreich Pause. Ja, was habe ich geladen? Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. 2 Holzkisten. 2 Holzkisten, die wohl aus den Staaten kommen oder in die Staaten sollen oder keine Ahnung. Groß sind sie. Eine ist 6,80 Meter lang, 2,63 Meter breit und 2,28 Meter hoch. Die andere ist 6 Meter lang, auch 2,65 Meter breit und 1,44 Meter hoch.
Oh, die eine wiegt 2,8 Tonnen, die andere wiegt 1,8 Tonnen. Also nichts Dolles. Aber was da drin ist, das darfst du mich nicht fragen. Soll auf alle Fälle auf den Flieger. Denn ich hab eine AWB-Nummer bekommen. AWB-Nummer ist eine Flugzeugrechnungsnummer. Airway Bill. Also Flugrechnung. Wenn ich sowas bekomme, dann heißt das, das geht auf irgendeinen Flieger. Ja, der Versatz wird wohl immer größer. Aber wir sind in der Normandie. Oh, das, das schwarze Bild ist weg. Jetzt muss ich mal gucken, welches. Das war der richtige. Hab die schwarze Umrandung um die Kamera. Die hatte ich ja letztens weggenommen, weil sie runtergefallen war, als ich die Tür geöffnet habe. Na, da war ich noch in Irland. Oh, hallo Sandy. Hallo und ciao. Kommt immer nur ganz kurz rein und ja, weg ist sie. Aber weg ist sie ja nie. Sie ist ja immer ganz Ohr. Also heute Morgen sah es überhaupt nicht gut aus mit dem Wetter. Sehr neblig, hab den Scheibenwischer ständig gebraucht. Ja, sehr interessante Ladung, wenn man nicht weiß, was es ist. Naja, hat auch recht lange gedauert mit dem Beladen, weil sie so groß sind, die Kisten. Ich meine, eine 6,80 Meter Kiste auf ein Fahrzeug, das nur 7,70 Meter Ladefläche hat, also natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich wollte ja vom Wetter erzählen. Sah heute Morgen also ganz, ganz mies aus und da hatte ich die Anlage dann auch gar nicht aufgebaut, weil ich gedacht habe, nee, man sieht ja sowieso nichts. Naja, und dann die letzten Kilometer. Oh, na, hätte es man doch gemacht. Weil da wurde das Wetter dann nämlich schön. Also in Zukunft mache ich bei solchen Touren auf Verdacht immer die Anlage an. Dann kann ich dann auch mal schnell starten, auch mal zwischendurch schnell starten. Und das war nur noch eine knappe Stunde heute Morgen, aber hätte sich gelohnt. Siehst du, Björn, sag ja. Sandy ist im Lurk, aber immer noch mit dabei. So, Kinders, lasst ihr mich jetzt innerhalb der nächsten 600 Meter hier rauf auf die linke Spur. Ja, ne? Aber zumindest kommt es ja immer irgendwann mal an. Bei euch, der Stream. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die interessantesten Sachen aus der Normandie gesehen. Jetzt ist ja alles ziemlich flach. Nee, ich kann mich erinnern, da waren ein paar schöne Brücken und so. Und deswegen habe ich die Kamera da nach rechts, die ja jetzt unten links ist, auch ein bisschen nach unten geneigt. Weil in erster Linie sind da ja die Brücken interessant. Okay, vom Himmel sieht man da dann nicht allzu viel.
Aber ich glaube, da waren ein paar schöne Brücken dabei. So, erstmal eine rauchen. Das habe ich nämlich ziemlich lange nicht mehr gemacht, weil das so ewig lange gedauert hat mit dem Laden. Na? Habe ich mich wohl ein bisschen verrechnet. Ja, ich habe mit 10 Stunden gerechnet und nicht mit 12. Ich habe gesagt, ich bin morgen wohl so gegen 7. Oder gegen 7 könnte ich da sein. War gut, dass ich dann gesagt habe, meldet mich mal für 9 Uhr an. Ja, ich war auch erst um halb 9 da. Ja, und das ist mir auch schon auf der Hinfahrt aufgefallen. Für so gut wie gar kein Verkehr auf der A29. Auch sehr wenige LKWs. Oh, fand ich sehr angenehm. Dadurch gab es auch keine Verzögerungen, keine Staus und gar nichts. Nö, war ein angenehmes Fahren. Du hast ja gesehen vorhin da, als ich da raus wollte. Ach nee, da war es ja noch gar nicht da. Ja, da war es ein bisschen schwierig, aus dem Gewerbegebiet da rauszukommen. Aber, naja, 2, 3 Minuten geschätzt, die ich da verloren habe. Habt ihr gesehen, auf YouTube hat sich eine ganze Menge getan. Ich habe ein bisschen dran rumgebastelt. Erstmal die Zweisprachigkeit aus den einzelnen Videos rausgenommen und habe sie in die Übersetzungen gepackt. Das heißt, wenn jetzt jemand außerhalb Deutschlands, der nicht Deutsch eingestellt hat, meine Seite aufruft, der bekommt die englischen Texte und auch die englischen Untertitel. Nur die funktionieren noch nicht alle so richtig. Ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber einige sind schon relativ gut synchronisiert, sodass auch Zuschauer aus dem Ausland, die ich ja nun mal habe, eine ganze Menge sogar, auch ein bisschen was davon mitbekommen. Also die Texte werden jetzt in Zukunft, bei einigen habe ich es auch schon gemacht, wieder ausschließlich auf Deutsch sein. Für alle die, die Deutsch als Sprache in YouTube eingestellt haben. Alle anderen, egal ob aus China, na gut, in China wohl eher nicht, aber aus anderen Ländern, ganz egal welche Sprache, die sehen das dann alles in Englisch. Naja, dann habe ich ein bisschen mit meinem Schnittprogramm rumgespielt. Bin jetzt auch in der Lage, Titelbilder zu machen, also Titel zu machen. Ja, funktioniert ganz gut. Und die letzten beiden Videos sind also tatsächlich schon mit Schrift. Also mit Titelbild, nee,
mit Titel Film. Also, ja gut, funktioniert ganz gut und ja, im Moment bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es geht fast exponentiell jetzt im Moment. Anfangs bin ich ja da wirklich so rumgedümpelt und jetzt äh, geht das also relativ schnell. Es werden immer mehr Zuschauer und es gucken auch wesentlich länger zu als vorher. Oh, fängt an zu regnen. Gefällt mir jetzt aber gar nicht. Na gut, kriegt er mal wieder meinen Scheibenwischer zu sehen. Das sah aber gar nicht so aus. Schade eigentlich. Hinter mir scheint die Sonne und vor mir regnet's. Macht nichts. Stippelt ja nur ein bisschen, ist nicht ganz so schlimm. Auf dem Bild macht sich das nicht so bemerkbar. Ich denke mal, ich habe es um einiges heller als ihr. Bin ja jetzt ziemlich weit nach Westen gefahren. Dadurch wird es hier später dunkel, dafür aber auch später hell. Das habe ich heute Morgen gemerkt. Da war um 8 noch richtig duster. Naja, nicht so prall. Ich habe ja nun festgestellt, dass ich im Grunde genommen ja das Handy gar nicht brauche, um zu gucken, wie die Netzqualität ist. Mein Display vom MP4 zeigt mir das ja an. Zeigt mir erstmal an, in welchem Netz ich bin und wie die Signalstärke ist. Jetzt wird es wieder ein bisschen besser. Und jetzt habe ich fast Vollausschlag. Macht sich auch sofort bemerkbar. Ja, Björn, der hätte das auch nötig. Aber ich komme ja nie dazu. Als ich vorletztes Wochenende dann tatsächlich mal bei uns auf dem Hof war, da war die Waschhalle besetzt, weil sie da irgendeine Reparatur gemacht haben, weil sie nicht nass werden wollten. Von der Werkstatt. Na, denke ich, na toll, dann kommst du mal so alle Jubeljahre auf den Hof und dann ist die Waschanlage gesperrt. Er versucht es schon wieder. Oh Mann. Haben wir wieder das Elefantenrennen. Auf der... Ja, in YouTube kann man die Videos ja in Kapitel unterteilen. Und da habe ich dann eben auch ein Kapitel, das heißt Elefantenrennen. Da haben wir uns da ja auch so drüber aufgeregt, über die LKWs, die so minimal schneller fahren und dann nicht in die Pötte kommen. Belgier, ja. Also ich schimpf nicht mehr über die Polen. Die Belgier sind schlimmer.
Ja, mit 9 Metern geht er vor mir. 9 Meter. Das heißt, war ja weniger. Nur, als er dann direkt vor mir war und die Anlage ansprang, da waren es 9 Meter. Ja, sind das Zugvögel, die sich immer noch nicht entschieden haben, ob sie denn nun gen Süden wollen oder nicht? Jedenfalls ein ganz schöner Schwarm da. Ja, und dadurch, dass ich ja jetzt im internationalen Fernverkehr fahre, komme ich äußerst selten an den wenigen Waschstraßen, mit denen wir wohl irgendwie einen Vertrag haben, auch nicht dran vorbei. Das sind mehr so die Strecken, die wir früher immer gefahren sind, die wir ja nun glücklicherweise nicht mehr so häufig auf dem Programm haben. Also zu dem LKW da vor uns. Äh, Der fährt 86, ich fahre 85. Ja, noch einer, der sich so vor meine Nase. Ja, aber immerhin 10 Meter. So einen Meter mehr. Aber jetzt ist doch ein bisschen mehr Verkehr. Ja, ja, ich glaube, da kommen wir auch durch Armenion. Na, im Moment fahren wir in Richtung Calais. Geht dann nachher die A16 ab in Richtung Calais. Das ist die Autobahn, die dann direkt an der Küste entlang führt bis nach Belgien. Dann bei Seebrügge, Brügge heißt, dann abknickt in Richtung Brüssel. Ich häufig fahre, wenn ich nach Dünkirchen fahre, auf die Fähre nach England oder Irland oder beides, so wie letzte Woche. Ach, war das herrlich. Bin schon in England, da wurde der Auftrag in England gecancelt. Oh, dann fahren wir weiter bis zur Fähre nach Irland. Und dann wir ganz von Neu-Ulm bis nach Shannon, quer durch den Kontinent so ungefähr, bin ich leer gefahren. War angenehm. Wenig Verbrauch, gut überall die Berge hochgekommen. Ja, und Irland war auch zu schön. Ja, die Landschaften. Ich meine, den ersten Teil bin ich ja nachts gefahren. Da konnte ich euch ja nicht mitnehmen. Da war es dunkel. Aber als ich dann am Montag geladen hatte, da war es ja hell. Und das Wetter hat auch mitgespielt. Richtig schönes Wetter. Als ich das erste Mal in Irland war, konnte ich ja nicht live gehen, weil das hat geplattert. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das hätte nichts gebracht, beim besten Willen nicht. Obwohl ich ja meistens
aufs Wetter keine so große Rücksicht nehmen. Aber wenn man dann wirklich gar nichts sieht, nee, dann hat es keinen Zweck. Brauche ich es gar nicht erst versuchen. Björn, was hast du gesagt von wegen des Verkehrs? Ist jetzt doch ein bisschen mehr geworden. Oh, der Versatz ist weg. Ist da ein Teil rausgeflogen? Ich habe jetzt gerade hier den LKW, der mich gerade überholt hat. Mal gucken mit dem Mini. Nein, Björn, eigentlich alles ziemlich genauso wie bei uns auch. Nur, dass man auf der verkehrten Seite fährt. Äh, dass die Straßen enger sind. Ja, es gibt da eine ganze Menge Autobahnen, wirklich viele Autobahnen. Aber die gehen alle sternförmig von Dublin weg. Naja, und Rosslare liegt also jetzt nun relativ weit im Süden. Und wenn man dann da quer rüber nach Limerick will, da gibt es keine Autobahn. Das war ja gerade das Schöne. Das hat ja die Fahrt so interessant gemacht. Das war ja herrlich. Über die Dörfer. Ja, so habe ich das ja dann auch genannt. Quer durch Irland über die Dörfer. Also durch Städte durch und ach, das war nur herrlich. Einfach nur herrlich. So, jetzt erzähle ich die ganze Zeit von Irland und nicht von der Normandie, was ja eigentlich Thema dieser Fahrt ist. Aber na gut, im Moment sieht man nicht so allzu viel. Aber wir sind in der Normandie. Und biegen jetzt ab. Geradeaus geht die Autobahn als A150 weiter. Ja, wir wollen auf der A29 bleiben. Deswegen jetzt rechts ab, aber genau genommen ist es links ab. Coyote Express. Hallo Fred. Ich grüße dich. Liebe Grüße aus der Normandie, wie du ja vielleicht aus dem Titel schon gesehen hast. Kommt da rein mit einem Lied auf den Lippen. Aha. Fred ist der Meinung, ich kasper hier rum. Nein, ich kasper nicht rum, ich arbeite. Herzlich willkommen, Fred. Bei dir ist auch wieder tiefste Nacht, oder? Nee, stimmt ja gar nicht. Ne? Bei dir ist ja Tag, bei dir fängt der Tag ja gerade erst an. Nun gut, muss ich immer erst überlegen, wie sieht das denn nun aus mit deinen 7 Stunden Versatz? Nee, ich habe die ganze Zeit über Irland gesprochen. Ja, ich bin in der Normandie. Und wir hatten auch schon schöne Ausblicke gehabt. Und die kommen auch noch. Also wenn ich mich richtig erinnere, war da auch noch was Interessantes.
Ja, ich habe mich ja schon korrigiert, dass ja bei dir jetzt der Tag erst so richtig losgeht. Nee, ich muss morgen noch arbeiten. Ich hab's nicht so gut wie du. Das, was ich geladen habe, muss ich morgen Vormittag in Lüttich abladen. Ja, und dann gehe ich ins Wochenende, allerdings nur ein kurzes. Am Sonntag um 14 Uhr muss ich dann schon wieder laden. Ich fahre jetzt auch nur so lange, dass ich ohne Pause dann morgen nach Lüttich durchkomme. Das ist ja meine einzige Fahrt morgen. für Träumer und Hamburg für Denker, für Hinz und für Kunst und für 70 Stunden. 20 weniger, als wir in 2 Wochen machen dürfen. Wir dürfen höchstens 90 Stunden in der Doppelwoche. Und du fährst 70 in einer Woche. Ja, sowas. Ja. Ah, ich beneide dich eigentlich nicht so unbedingt. Nee, mit unserer Lenk- und Ruhezeitverordnung hier in der EU, das finde ich ganz gut. Und ich glaube, die Schweiz hat sich da auch angeschlossen. Paul darf auch nur genauso lange fahren wie wir auch. Ja, Norwegen und die Schweiz haben sich eigentlich im Grunde genommen größtenteils an die EU angepasst und die Normen der EU übernommen. So, jetzt haben wir erstmal 53 Kilometer Ruhe. Die nächste Abzweigung kommt erst in 53 Kilometern. Kommt schon wieder so ein Gefahrguttransporter, der nur minimal schneller fährt als ich. Und jetzt blockiert er die Spur die ganze Zeit, keiner kommt an ihm vorbei. Aber ich will nicht immer vom Gas runtergehen müssen, nur weil die mit ihrem 1 Kilometer schneller dann unbedingt an mir vorbei wollen. Björn, alles klar, danke fürs Zuschauen. Und man sieht sich. Mal sehen, wie lange ich noch online bin. Wird ja auch bald dunkel. Ja. Diesmal ist es übrigens kein Belgier, sondern ein Franzose. Oh, dann hat er auch noch hochexplosive Flüssigkeit geladen. Eigentlich darf er nur 80. Fährt aber 88. Somehow you have to find the
war eine recht gute Schnittgeschwindigkeit heute. 79 Stundenkilometer. Und ich fahre schon 5 Dreiviertelstunden. Bin dann da auch in Le Havre, da in dieses Gewerbegebiet gefahren, aber so lange hat es nicht gedauert. Weil ich heute Morgen so gut durchgekommen bin. Oh ja, geht ja jetzt wieder einigermaßen mit dem Wetter. Waren nur ein paar Tröpfchen. Wo bleiben denn jetzt die Brücken? Ich bin doch über die Brücken gefahren, als ich hierher gekommen bin. Und das war schon eine ganze Weile nach dem Schild Normandie. Wollen doch schließlich auch ein bisschen was sehen für unser Geld. Du hältst dein Herz gefangen, tust, als wenn du es nicht spürst, weil du Angst hast, der Liebe nicht wert zu sein. Du gießt Wasser in die Flamme, bis die letzte Glut erlischt und du zu wissen glaubst, es sollte nicht sein. Mach deine Fenster auf und lass Licht herein. Und schau beim nächsten Mal nur richtig hin. Du stehst schon viel zu lang im Dunkeln hier allein. Vertrau auf Wunder, lass sie einfach geschehen. Wollen wohl alle nach Hause. Haben's alle eilig. So viel Freundlichkeit und Wärme sind ganz tief in dir versteckt. Deine Gefühle wachsen heimlich hin zum Licht. Doch du baust Stacheldraht aus Worten, Barrikaden gegen Schmerz, dein wahres Wesen. Zeigst du Liebe. Ich habe meine Verbreiterungsschilder nur auf einer Seite, auf der linken Seite. Wieder mal stehst Rechts ist dann nämlich so minimal der Überstand, doch dein Bedauern dass ich da keine Tafeln brauche. dir den Weg. Denn die ganzen 10 Zentimeter, die ich mehr habe, als das Fahrzeug sowieso Licht herein, breit ist, alle auf der linken Seite. nur richtig hin. Du stehst schon viel zu lang im Dunkeln hier allein. Habe ich auch besser im Überblick als auf der rechten Seite. Geschehen. Dachte eigentlich, als Deine Fenster auf, der Stapler das da draufgepackt habe, dass ich so geguckt habe, dass das auf beiden Seiten gleichmäßig übersteht. nur richtig Ja, wäre das denn der Fall gewesen, dann hätte ich überhaupt keine Tafeln gebraucht. hier allein. Weil dann wäre es auf beiden Seiten kaum aufgefallen. Aber so, nee, stand mir nach links ein bisschen zu weit rüber. Und da habe ich gedacht, okay, machst du da die Tafeln dran, dass da keiner reinfährt. Aber gucken kann ich trotzdem ganz gut. Ist ja nicht so wie beim letzten Mal, wo ich wirklich Probleme hatte mit dem dran vorbeigucken.
Was immer das auch ist, Fred. Äh, Verstärker für das Mobilfunksignal oder was verstärkt er? Was für ein Signal? Ist aber alles gut, Fred. Wünsche dir auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Ja, dann viel Erfolg. Hoffentlich bringt er was. Ja, sowas Ähnliches habe ich ja für meine Navigationsgeräte. Ich habe ja so einen GPS-Transponder. Eine Antenne oben auf dem Dach, kommt ein Kabel rein und da ist dann ein Sender, der das an die Navigationsgeräte hier reingibt. Funktioniert ganz gut. Ja, ganz, ganz böse. Ich habe schon so oft gesagt, es ist niemand verpflichtet, bei mir zu gucken. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut, aber eine Verpflichtung ist das ganz bestimmt nicht. Ja, wir kommen nach Rouen. Da geht die A16, glaube ich, dann ab. Oh, mir juckt die Nase. Ich glaube, da kriege ich heute noch einen drauf. Die A29 und die A151 scheinen wohl so ziemlich parallel zueinander zu verlaufen. Aber zumindest in der Gegenrichtung dürfen da keine LKWs lang. Wahrscheinlich wegen irgendwelcher Bauarbeiten im Tunnel. Außerdem haben die Navigationsgeräte sowieso einheitlich gesagt, wir fahren hier über die A29. Wo bleiben die Brücken? Oder haben wir sie schon gehabt und ich habe so viel gequasselt, wir haben sie dadurch gar nicht richtig mitgekriegt. Aber na, ihr könnt ja viel besser gucken als ich. Solche Brücken meinte ich eigentlich eher nicht. Reims. Nee, so weit fahren wir nicht. Wir biegen vorher ab. In Richtung Norden erstmal. Nach Belgien rein. Und dann geht's wieder in West-Ost-Richtung. Aber heute nicht mehr.
mein Vitaminmix oder Spurenelemente, Magnesium und Calcium. Ja, allzu lange kann ich wohl nicht mehr live. Es wird langsam doch ein wenig duster. Oh, Paul. Welcome Raiders. Schön, dass ihr mit mir durch die Normandie fahren wollt. Ja, danke Sandy. Ich sage, Sandy ist immer auf Draht, auch wenn sie im Lurk ist. Papa Schlumpf? Ja, Paul, aber auch nicht mehr lange. Du siehst ja, wird auch langsam ein bisschen duster. Aber ich habe mir gesagt, es ist tatsächlich mal einigermaßen gutes Wetter. Dann nimmst du die Leute mal mit. Heute Morgen war es nicht so prall, aber jetzt wirklich toll. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Komm bei dir ja auch ziemlich selten vorbei. Passt irgendwie von den Zeiten immer nicht so richtig. Chaos Limbury, sehe ich das richtig? Herzlich willkommen. Wir fahren durch die Normandie. Okay, im Moment sieht man nicht allzu viel. Aber ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Und Coaster Army, auch herzlich willkommen. Bei mir im Führerhaus. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alles mitbekomme. Aber freue mich über den Raid, ganz toll. Und ich kann nur sagen, Welcome Raiders. Tja, in dem Moment spielt das Internet nicht mehr mit. Natürlich nicht so schön. Basel. Ja, ab und zu bin ich da auch mal, aber eigentlich relativ selten. Bin mehr im Züricher Raum. Oh, Paul. Paul, du machst mich sprachlos. Ganz herzlichen Dank für deine Subbombe. Und dann gleich so viele. Naja, ich kann jetzt nicht so genau sehen, wer was abbekommen hat, aber ganz herzlichen Dank und allen neuen Abonnenten ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr jetzt alle mit mir mitfahren wollt. Aber das Internet schwächelt im Moment ein wenig. Aber jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Katzen. Dann ist jetzt erstmal Chaos auf der Leitung. Und Paul, ganz herzlichen Dank nochmal dafür.
Sowas kenne ich gar nicht. Kommt bei mir nicht so oft vor. Aber ihr hört mich jetzt gar nicht mehr. Ne? Schade. Chaos Limbury, herzlichen Dank für deine 50 Bits. Ja, oha. Sandy, genau das sage ich auch. Oha. Wenn ich dann überhaupt zu euch durchkomme, wenn ihr überhaupt was mitkriegt. Ich sehe, wenn ich hier so zur Seite blicke, nee, im Moment haben wir keine besonders gute Verbindung. Ja, Chaos Limbury hat er wirklich fein gemacht. Freue mich auch drüber. Ich fahre einen Mercedes Actros MP4. Ein Tandemzug, ein Jumbozug. 40 Tonnen. Motorwagen und Anhänger. Und sehr auffällig, weil er gelb-blaue Lufthansa-Reklame auf den Seiten hat. Naja, was heißt Reklame? Sieht also tatsächlich so aus, als gehörte er zur Lufthansa. A350 Support, also Beste vom Besten. Oh, da kommen jetzt die ganzen Katzen bei mir hier auf dem Tablet. Davor lauter Posaunenklängen eigentlich überhaupt noch was verstehen können. Aber dir, Paul, also nochmal ganz herzlichen Dank, ja, und ja, ein schönes Wochenende. Und dann liebe Grüße an die Zwerge und an Chrissy. Mach's gut und schönen Dank für deinen Raid, für deine Subbombe. Und mach's gut. So, die nächste Mautstation. Aber keine mit Abzweigung, das heißt, jetzt kann mir nichts passieren. Ja, das ist wieder eine, wo ich anhalten muss, wo ich also nicht so durchfahren kann. Oh, hat da einer Probleme? Ging eben ein Fußgänger drüber weg. Und bei der hier muss ich bis zur Schranke fahren und warten, dass er aufgeht. Bezahlung akzeptiert. Eben habe ich es tatsächlich mal gelesen. Ich gucke da sonst immer nicht drauf. Stehe immer vor der Schranke und warte, dass sie aufgeht. Ach so, diese Mautstation hat also MapFactor irgendwie als Abzweigung gesehen. Nee, hier. Aber das ist ja keine... Natürlich fahren wir hier geradeaus. Was denn sonst?
Wir verlassen jetzt die A29, fahren erstmal ein Stück auf die A28. Ja, ich fahre den MP4 auch sehr gerne. Gut, ich habe ja keine wirkliche Wahl. Muss ja das nehmen, was mein Chef mir anbietet. Aber ich fahre ihn wirklich gerne. Es ist sehr angenehm zu fahren. Er ist auch sehr ruhig. Naja, und dann haben wir ja sowieso den ganz großen Vorteil, dadurch, dass wir Flugzeugtriebwerke fahren, ist er komplett luftgefedert. Und das ist auch für den Fahrer angenehm. Kommen ja noch die gefederten Sitze dazu, also es ist gar nicht mal so schlimm. Nee, ist angenehm. Genau das hatte ich vorhin schon mal erzählt. Ich war ja an der Atlantikküste. Da komme ich ja gerade her. In Le Havre war ich. Naja, das ist ganz schön viel weiter westlich. Aber ich denke mal, der nächste Rastplatz wird wohl meiner sein. Auch hier wird es langsam ein bisschen duster. Also allzu lange sieht man wohl auch nichts mehr. Jetzt kommen doch noch mal schöne Ausblicke. Jetzt ist das, was ich sagte, die Brücken, die dann noch kommen. Aber allzu viel sehen wird man dann auch nicht mehr davon. Ja, allzu lange kann ich sowieso nicht mehr, weil mir meine Bildschirme langsam zu hell werden. Ja, gut, den kann ich hier ja schon mal. Kriegt ihr dann aber auch zu sehen. Den kann ich ja schon mal dunkel schalten. Macht sich hoffentlich nicht auf dem Computerbildschirm bemerkbar. Die beiden anderen Geräte, die machen von selber dunkler. Da bleibt der Laptop, aber der ist glücklicherweise so weit rechts, dass er mich nicht blendet. Okay, da kommt meine Raststation, mein Feierabendziel für heute. Und dann habe ich morgen noch 4,5 Stunden bis nach Liège. Nee, die 53 Kilometer fahre ich jetzt nicht mehr. Passt ja ganz gut. Sind ja jetzt noch, ist ja noch ein bisschen hin, aber was ich da so jetzt sehen kann, habe ich hier wohl recht gutes Internet. Hauptsache ich krieg noch einen Parkplatz.
Also in Belgien war es ja letzte Nacht überhaupt kein Problem. Aber hier in Frankreich übernachten sehr viele Lkw-Fahrer auf den Raststätten. Der Rumäne, ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich denke mal, da wird noch Platz für mich frei sein. Und was sagt das Netz? Na, nicht mehr ganz so toll. Nee, das ist ein Kühlfahrzeug. Den will ich nicht unbedingt neben mir haben. Okay, Plätze gibt es ja noch genug. Ich hatte eben schon Befürchtungen, weil die da alle vorher schon standen. Meine Kisten da, das ist schwierig daran vorbeizugucken. Gerade ziehen. Und Feierabend für heute. Ja, hat mich heute also wirklich sehr gefreut. Ich bin also wirklich ein bisschen geplättet. Immer der Raid, die Sackbombe, die Bits, ganz toll. Und war schön in der Normandie. Hm? Ja, ich habe jetzt eigentlich auch einigermaßen vernünftiges Netz. Ich komme jetzt zwar mit Verspätung bei euch an, aber ich weiß nicht wie viel Versatz, aber ja, könnt ihr ja jetzt die Tastatur da benutzen. Nee, das. So, kann ich ja sehen. Ah, ich komme da gerade auf dem Parkplatz an, bei mir auf dem Tablet. Sandy, können wir denn irgendwo hinreden? Ich kann das hier ja nicht machen. Mit meiner Mobilfunkverbindung. Von unterwegs ist das immer ein bisschen schlecht. Leider. Ich warte noch ein bisschen, bis ihr auch alle angekommen seid. Naja, 320 Kilobit pro Sekunde macht er im Moment gerade. Ja, das reicht, um Videos auf YouTube zu gucken, weil die Downloadrate ist ja ein bisschen höher als die Uploadrate. Ja, ich mache jetzt meine 11 Stunden Pause, dann geht es morgen weiter nach Liège. Ja, und dann bin ich da so gegen 9 Uhr. Halb 9. Kommt ganz gut. Euch nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich dann jetzt. Und dann, ja, fahre von Liège erstmal, wenn ich geladen habe, das sollte so gegen 14 Uhr am Sonntag sein, fahre ich los. Ja, es ist natürlich noch hell, vielleicht spielt das Wetter mit, vielleicht sehen wir uns dann am Sonntag. Morgen ist es ja dunkel, wenn ich fahre.
bleibt auch ziemlich bis zum Ende dunkel. Oder 8:30. Nee, heute Morgen ist es auch erst nach 8 einigermaßen hell geworden. Nee, man merkt, dass es ziemlich weit im Westen ist. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Mal schauen, wie der Platz ist, wo ich dann morgen mein Wochenende verbringe. Wochenende ist gut. Von Samstagmittag bis Sonntagmittag. 24 Stunden. Ist doof, da kriegt man nämlich keinen vernünftigen Rhythmus rein. Aber will mich nicht beschweren. In Irland ein richtig schönes, schönes Wochenende gehabt. Gut, ich wünsche euch dann noch was. Wie gesagt, schönes Wochenende und vielleicht bis Sonntag, vielleicht sogar auch bis morgen. Das kann mal gucken. Aber ich habe nämlich noch eine ganze Menge auf der Festplatte, was ich euch zeigen könnte. Ich verabschiede mich für heute. Macht's gut. Tschüss.